Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge von der OOP 2025 mitgebracht. Bei mir zu Gast war Dirk Riele, Professor für Open Source an der Uni Erlangen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Open Source und den sicheren und einfachen Einsatz in Produkten und in der Software. Dabei gibt es eine Menge zu beachten, von Lizenzen, Abhängigkeiten, Sicherheitslücken bis hin zur notwendigen Stückliste. Aber hört selbst rein, viel Spaß bei der Folge. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke fürs Willkommen. Wobei, ich muss jetzt gleich, das ist eigentlich gleich, dass du da bist, stimmt ja gar nicht. Du bist gar nicht da, ne? Stimmt, ich bin gerade aus dem kalten Berlin in das genauso kalte Silicon Valley geflohen. Ja, auch nicht schlecht. Da werden wir uns gleich nochmal drüber auch nochmal unterhalten. Ja, das ist ja eine Folge so aus dem Rahmen noch der OOP-Konferenz, wo ich dieses Jahr leider nicht live sein konnte, aber ich mir die Chance nicht entgehen lassen wollte, trotzdem die spannenden Themen auch hier in den Podcast zu holen. Das heißt, hier so ein Shoutout an die OOP-Konferenz, die mittlerweile auch schon ein paar Tage her ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, weil du ein ganz spannendes Thema mitgebracht hast, über das man sich, glaube ich, gar nicht so häufig Gedanken macht. Nämlich, du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema Open Source und das noch aus einer forschenden Perspektive, wenn ich das so richtig sage, ja? Ja, also sowohl praktisch wie auch forschend. Mein Name ist Dirk Riele, ich bin Professor für Open Source Software, also tatsächlich mein Titel, auch schon seit 15 Jahren, habe aber lange vorher in der Wirtschaft auch zu Open Source gearbeitet. Also bevor ich an die Uni ging, an die FAU, an die Uni Erlangen, war ich für SAP Research im Silicon Valley tätig mit dem Ziel, das mich auch dieses Mal gerade wieder hierher gebracht hat, zu verstehen, wie man Open Source sinnvoll im Geschäftskontext anwenden kann. Ingenieursmäßig, aber auch wirtschaftlich. Und beides sind große und wichtige Themen für mich. Womit beschäftigst du dich da gerade jetzt genau, wenn du da forschst? Also für meinen jetzigen Aufenthalt im Silicon Valley, mich interessieren kommerzielle Open-Source-Strategien, wie man halt über Open-Source Softwareentwicklung auch sinnvolle Unternehmen bauen kann. Und das ist für mich als Professor deswegen so wichtig, weil ich damit den dualen Auftrag einer Universität auch erfüllen helfen kann, nämlich auf der einen Seite etwas gesellschaftliches Gutes zu schaffen. Wir werden ja über Fördermittel finanziert. Und das schaffen wir, indem wir halt gute Open-Source-Software entwickeln und bereitstellen. Aber gleichzeitig haben Universitäten auch einen Kommerzialisierungsauftrag. Universitäten sollen tatsächlich von Gesetzes wegen Geld verdienen mit den Leistungen, die sie erbringen, selbst wenn diese Leistungen über Fördermittel bezahlt wurden. Das soll heißen, mich interessiert auch sehr, wie meine Doktorandinnen dann diese Open-Source-Software nehmen und eine Startup draus machen. Da habe ich dann also auch ein duales Ziel hier im Silicon Valley. Ich mache nicht nur diese Forschung, sondern vertrete auch die Startups, die bei mir in Arbeit sind. Sehr spannend. Ja, Open Source ist ja, also wenn ich so in die Softwareentwicklung schaue, in so Projekte, das wird immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, glaube ich, unbedacht einfach auch mitverwendet. Ne? Also viele, die ich kenne, sagen, ja, nehmen wir hier die Library und pack mir das da bei mir in die Software rein und das klasse, es funktioniert, zieh mir das von GitHub oder sonst irgendwo her. Aber so einfach ist es nicht, oder? In der Tat, danke für die Vorlage. Open Source Software ist natürlich erst einmal hoffentlich gutes Software, manchmal auch nicht, aber man kann dann ja wählen, ist gutes Software, die in Projekten und Produkten verbaut wird. Und in der Tat findet man sie auf GitHub, wobei halt, wenn man sie von GitHub runterlädt, man sehr genau hinschauen sollte, ob man das darf. Also Software, programmierter Code wird dann zu Open Source Software, wenn er mit einer Open Source Lizenz kommt.
Und dass etwas auf GitHub steht, heißt nicht, dass es Open-Source-Software ist. Kann proprietäre Privateigentum sein, das einfach dort abgelagert wurde. Also man kann und sollte Open-Source-Software nutzen und 80, 90, 95% heutiger Software in einem Produkt ist auch immer Open-Source-Software. Aber man muss halt aufpassen, dass man tatsächlich nicht irgendwelche Software von GitHub holt, sondern nur Software, die eine saubere Open-Source-Lizenz hat, was ein nicht zu unterschätzendes Thema ist oder Herausforderung ist, weil das ist überhaupt nicht immer klar. Wird denn das sowas, also wenn man in die Richtung geht und jetzt was nutzt, was man nicht darf, wird das häufig auch geahndet oder ist das, wie siehst das in der Realität? Man muss ein bisschen ausholen. Wie gesagt, auf GitHub findet man Repositories und da findet man dann Projekte. Dann steht da eine Lizenz drauf, das kann man dann so rechts sehen. Das ist also die MIT-Lizenz bei Webcode, JavaScript-Code oder GPL-Lizenz bei irgendetwas aus dem Embedded-Bereich vielleicht. Und das ist einfach eine Lizenz. Ja? Und entweder die Lizenzbedingungen passen einem oder nicht. Da muss man genau hinschauen, weil Lizenzbedingungen passen einem heißt, man muss diese Lizenz lesen. Ja, ist ja schrecklich, ein Rechtstext, Absatz für Absatz, unverständlich, aber man muss es verstehen. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel JavaScript-Code für Webanwendungen verwendet und das MIT lizenziert, dann ist das meistens unproblematisch, weil die MIT-Lizenz erlaubt einem, den JavaScript-Code zu nutzen, ohne dass man jetzt zum Beispiel seine eigenen Erweiterungen oder Modifikationen auch unter der MIT-Lizenz der Welt bereitstellen muss. Man muss schon Randbedingungen erfüllen, zum Beispiel korrekte Rechtsvermerke erstellen, aber man hat nicht den sogenannten und gefürchteten Copyleft-Effekt, weil es sich nicht um eine Lizenz handelt, die von dir verlangt, dass du deinen eigenen Quelltext bereitstellst. Da gibt es aber Open-Source-Lizenzen. Primär ist das die GPL-Familie an Lizenzen, die verlangen halt, dass wenn du diesen Open-Source-Code nutzt, der unter einer Copyleft-Lizenz, also einer Lizenz mit einer Copyleft-Klausel steht, dass du dann tatsächlich den Empfängern deines Codes, der diesen Copyleft-lizenzierten Code beinhaltet, dann auch deinen zusätzlichen Code unter derselben Lizenz bereitstellst. Visuell ist das am besten darstellbar in einem schönen Diagramm, wo man sieht, einlaufender Code, auslaufender Code und die Verpflichtung der Copyleft-Lizenz ist, einlaufende Lizenz muss die auslaufende Lizenz sein. Wird trickreich relativ schnell, da gibt es auch viele Randbedingungen. Um vielleicht das wichtigste Missverständnis gleich zu beheben, ist auch Entwarnung zu geben. Die reine Nutzung von Open Source hat, also wenn man ein Endbenutzer ist, der Software, die man darunter lädt, hat üblicherweise keine Konsequenzen, wenn es sich denn um Open Source Software handelt. Das liegt daran, dass die Rechtezusprechung bei Open Source einfach heißt, du darfst diese Software kostenfrei nutzen und modifizieren und so weiter für dich selbst. Die reine Endbenutzerrolle ist perfekt. Ja, man hat keine Anforderungen. Aber wenn man Softwarehersteller ist oder in irgendeiner Form die Software an Dritte weitergibt, ja, also vom Open Source Programmierer zum Hersteller zur dritten Partei, wenn man sogenannter Distributor ist, dann kommen die ganzen Lizenzverpflichtungen dazu, inklusive auslaufende Lizenz muss die einlaufende Lizenz sein bei einer Copyleft-Lizenz und allgemein eben saubere Rechtsvermerke. Und in dieser Distributorsituation muss man die Lizenzen sehr genau lesen und umfangreich erfüllen und das ist eben manchmal mühsam. Was würdest du denn jetzt so raten, wenn jetzt Unternehmen das hören oder Teams, die so auch irgendwelche Open-Source-Komponenten auch, nutzen wollen oder auch zur Verfügung stellen wollen? Welche Lizenzen mit welchen kann man denn, sagen wir, relativ leichtgewichtig arbeiten, ohne viel rechtlichen Problemen? Ja. Also äußere ich mich gern zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass bevor wir überhaupt über die Lizenzen und Lizenzverpflichtungen reden, wir auch verstehen müssen, was die Sicherheitslage betrifft, wenn Open Source Software verwendet wird, bis hin dazu, dass man heutzutage verpflichtet ist, gegenüber Kunden zum Beispiel, wenn man Open Source Software verbaut,
auch wirklich die sogenannte Stückliste oder SBOM offen zu legen, damit Kunden, Empfänger deines Produkte unabhängig von der Lizenz, aber genau wissen, was da verbaut wurde, um dann eben bei neuen Sicherheitslücken entsprechend reagieren zu können. Aber um zu deiner Frage zu kommen, welche Lizenzen? Da gibt es eine lange Historie. Ja, die Open-Source-Welt war mal wieder Wilde Westen, auch im Sinne von sehr philosophisch. Und es gibt also Leute, die dann moralische Vorstellungen haben und andere Leute, die haben exakt die gegenteiligen moralischen Vorstellungen und man hat sich da lange gezofft. Primär der Copyleft-Lizenz wegen. Aber lass mich mal ausholen. Wenn man über Software redet, die man auf GitHub findet, wie gesagt, erstmal gucken, ist das überhaupt eine Open-Source-Software-Lizenz. Wenn da gar nichts steht, ist es Privateigentum. Dann darf man das nicht nutzen, ohne das Einverständnis des Eigentümers eingeholt zu haben. Nur weil man den Apfel am Apfelbaum im Nachbarsgarten sieht, darf man nicht rübergreifen und sich den Apfel nehmen, nur weil man zufällig da rübergreifen kann. Dann gibt es auch viele proprietäre Lizenzen auf GitHub. Und da muss man auch genau nachlesen, was will der Eigentümer. Da ist nicht die Open-Source-Rechte-Zusprechung da. So. Aber nehmen wir mal an, wir finden da eine Open-Source-Lizenz und dann gibt es 3 Kategorien. Ich mache es vielleicht einfacher, eben 2 Kategorien, jene Lizenzen mit Copyleft-Klausel und ohne Copyleft-Klausel. Die ohne Copyleft-Klausel, auch das ist eine Vereinfachung. I am not a lawyer. Bitte redet mit eurem Justiziar oder eurem Rechtsanwalt. Aber vereinfachend gesprochen sind die sogenannten permissiven Lizenzen, die Lizenzen ohne eine Copyleft-Verpflichtung. Alles, was man da sauber machen sollte, ist to give credit. Ja? Also zu sagen, das ist die sogenannte Attributierung, zu sagen, wessen Open-Source-Code man da verwendet. Man macht das über die Bereitstellung der Copyright-Vermerke. Meine Software verbaut die so und so Bibliothek von Random A Hacker und so weiter. Das ist die Copyright-Vermerk weiterzugeben, auch die Lizenztexte und sonstige Vermerke. Aber alles, was es bedeutet, ist eine saubere Deklarierung, ja, aus Lizenzsicht. Und damit ist man halt nicht verpflichtet, seinen eigenen Source-Code offen zu legen. So, viele finden das moralisch verwerflich, wenn man das jetzt modifiziert und modifiziert weitergeht. Ich persönlich enthalte mich da jedes moralischen Urteils, weil der Punkt ist, wenn mir ein Open-Source-Programmierer bestimmte Randbedingungen vorgibt durch Wahl der Lizenz, dass ich zum Beispiel nur sagen muss, ich nutze seine oder ihre Komponente, dann ist doch wunderbar. Das ist, was die Person möchte, daran halte ich mich. Und es entsteht mir keine Verpflichtung, zum Beispiel meine Modifikationen an diesem Quelltext dann auch offen zu legen. Letzteres wäre notwendig, also die eigenen Modifikationen offen zu legen, respektive genau zu sein, den dritten Parteien, denen ich mein Produkt gebe, mit den modifizierten Open-Source-Komponenten, diesen dritten Parteien dann auch meine Modifikation bereitzustellen. Das muss man bei einer Copyleft-Lizenz, also zum Beispiel der GPL v2.0, wie sie im Linux-Kernel recht dominant ist. Und da ist man dann verpflichtet, den eigenen Quelltext bereitzustellen, sofern der Kunde oder die dritte Partei, an die weitergegeben wird, distributed wird, da nachfragt. Viele oder manche halten das halt für moralisch richtig. Man solle nichts zurückhalten. Ja, also man profitiert von der Open-Source-Arbeit anderer und sollte dann diese auch dann auch entsprechend beitragen. Dieses moralische Geschichte, wurde halt 20 Jahre lang diskutiert, wild, ja, mit den unterschiedlichsten Meinungen. Ich sage einfach, man soll sich an die Lizenzen halten, weil die drücken aus, was der ursprüngliche Entwickler will. Gibt viele Entwickler, die sagen, ich will meine Nutzer nicht zwingen, ihren Quelltext offen zu legen, dann nehmen sie eine permissive Lizenz. Es gibt viele, die sagen, ja, ich will jene, die meinen Quelltext nutzen, zwingen, ihren eigenen Quelltext offen zu legen, dann nutzen sie halt eine Copyleft-Lizenz.
Da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen, also will jetzt nicht nur auf diesen Lizenzen rumreiten, aber weil das ein Thema ist, weil wenn ich so an Open Source denke oder vieles so Open Source Entwickler, du beschäftigst dich ja sicher auch mit denen, die so Software entwickeln. Was ist denn für die auch so die Motivationspunkte, da zu sagen, okay, ich gebe das einfach mal so raus, unter Anführungszeichen? Mhm. Naja, hoffentlich nicht einfach so, sondern Ja. hoffentlich haben sich die Leute Gedanken gemacht. Ähm, Ich glaube, die wichtigste Unterscheidung ist hier zwischen dem, was ich Community Open Source und Commercial Open Source nenne. Also was die Intention ist. Bei gemeinschaftlich erarbeitetem Open Source handelt es sich um ein Projekt, das dann hoffentlich, wenn es gut läuft, auch von vielen getragen wird. Und so heißt, da gibt es vielleicht einen Projektgründer oder Gründerin und diese Person hat es dann aber auch geschafft, Leute dazu zu holen, andere zu begeistern, mitzuarbeiten. Das waren traditionell Hobbyprojekte. Heutzutage, wo Open Source primär kommerziell entwickelt wird, also sind das bezahlte Angestellte und die werden von ihren Arbeitgebern bezahlt, gemeinschaftlich Open Source Software zu entwickeln, weil das Komponenten sind, die von den beteiligten Parteien alles gebraucht werden, aber, das ist der Community-Aspekt, nicht wettbewerbsdifferenzierend sind. Also keine der teilnehmenden Unternehmen hat jetzt einen Wettbewerbsvorteil daran, dass sie da mitarbeiten. Und deswegen haben sie auch keine Probleme, das gemeinschaftlich zu tun, sondern sie profitieren davon, dass sie es gemeinschaftlich tun, weil man halt Kosten spart, indem man die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt. Gleichzeitig gibt es aber kommerziellen Open Source und da unterscheide ich zwei Varianten. Das sind die Open Source Distributoren wie SUSE und Univention und Red Hat und die sogenannten Single Vendor Open Source Firmen oder Einzelhersteller, Deutsch ist manchmal merkwürdig, wo das Unternehmen tatsächlich die Open Source Software entwickelt, also die eine Software entwickelt und dann auch unter einer Open Source Lizenz der Welt bereitstellt. Lass uns mal das ganz klassische Beispiel MySQL nehmen. Das ist jetzt dadurch, dass es historisch ist, nicht mehr ganz so wichtig, so unproblematisch drüber zu reden. Man tritt niemanden auf die Füße, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Beispiel. MySQL ist die bekannte Datenbank, heute ist dann MariaDB draus geworden, die halt von einem Unternehmen entwickelt wurde, eben auch MySQL, das war dann auch der Unternehmensname. Und die haben ihr geistiges Eigentum kostenfrei bereitgestellt als Open Source Software. Gleichzeitig haben sie natürlich auch als Eigentümer eine kommerzielle Lizenz verkauft. Das muss man sich klar machen. Der Eigentümer, der Rechtehalter, wenn es ein Unternehmen ist, eben nicht eine Gemeinschaft, sondern ein Unternehmen, dann kann dieses Unternehmen beliebig lizenzieren. Die Open Source Lizenz ist eine Lizenz, eine kommerzielle Lizenz ist eine zweite Lizenz, dritte, vierte, wenn man möchte. Aber so kann man ein kommerzielles Produkt draus machen. Manche Unternehmen wollten halt die Open Source Lizenz nicht, sondern eine kommerzielle Lizenz mit allen Dienstleistungen drumherum. Mit dann weiteren Aspekten am Geschäftsmodell, zum Beispiel zusätzlichen Funktionen. Also MySQL hat relativ umfangreich die Datenbanksoftware auch vollständig als Open Source Software bereitgestellt. Das ist längst nicht immer der Fall. Aber auch bei MySQL gab es irgendwann Features oder Funktionen, die nicht kostenfrei als Open Source zur Verfügung standen. Bei MySQL war es, glaube ich, so ein Clustering-Feature, das dann wirklich nur kommerzielle High-End-Anwender brauchten. Für mich mit meiner Webseite und einer MySQL, heute MariaDB-Instanz dahinter, da reicht die Open-Source-Version, aber wenn man professioneller Anwender ist, dann zahlt man auch für zusätzliche Funktionen. Das ist das sogenannte Open-Core-Modell. Und dann gibt es da noch andere Aspekte. Heute ist primär der Web-Service, also das Betreiben der Software, kostengünstiger, professioneller im Web als eine Self-Hosted-Version. Die primäre Unterscheidung zwischen, das ist kostenfreier Open Source, das ist die kommerzielle Leistung. So kann man unterscheiden: Community Open Source, kostensparend durch gemeinschaftliche Arbeit, aber nicht wettbewerbsdifferenzierend, versus kommerzieller Open Source, betrieben, um ein Unternehmen im Markt voranzubringen. Durch Open Source gibt es die unterschiedlichsten Vorteile, aber vereinfacht
drives adoption. Ja, man bekommt Nutzer, die man dann hoffentlich zu Kunden Ja. konvertieren kann. Und dafür macht man verschiedene Dinge, wie zum Beispiel nicht gemeinschaftlich zu entwickeln, sondern das macht alles der Hersteller. Verstehe. Du hast es vorher schon kurz angesprochen. So ein Thema ist ja auch das ganze Thema, wie sicher sind denn diese Komponenten, beziehungsweise auch die Frage, wenn ich sowas bei mir einbaue, und das hast du schon gesagt, ich muss das auch offenlegen, und was passiert, wenn in so einer Komponente dann ein Problem auf einmal bekannt wird? Genau, lass uns mal zum ursprünglichen Thema Open Source sicher und einfach in Produkten verbauen. Soll nicht heißen, dass die Geschäftsmodelle nicht sehr wichtig sind. Wie gesagt, deswegen bin ich hier gerade im Silicon Valley, weil es einfach eine ideale Möglichkeit ist, diesen dualen Auftrag von Universitäten und kommerzielle Verwendung durch Ausgründung aus Universitäten voranzutreiben. Letzteres ist mir persönlich eben auch wichtig, soll heißen, zu mir kommen auch Doktoranden, die eigentlich keine akademische Karriere wollen, sondern die eine Startup machen wollen. Und das mache ich halt auch möglich. Also ich stelle explizit wissenschaftliche MitarbeiterInnen ein als Doktoranden mit dem Ziel, Open Source Software zu entwickeln, der aber kommerzialisierbar ist, und finanziere und unterstütze das dann in der Ausgründung. Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema: ein sicherer und einfacher Einsatz von Open Source Software in Produkten. Die erste Herausforderung, die man hier ansprechen muss, ist die schon eingangs erwähnte Software-Stückliste, SBOM, Software Bill of Materials im Englischen. Wenn man ein Produkt herstellt, dann man stellt es her, es wird gebaut. Allein für das Bauen muss man natürlich ein klares Verständnis haben, welche Komponenten werden denn dort verbaut. Dafür hat man sein Bildsystem, und da in den Bildinstruktionen, Make-Files, Build-Files und so weiter, sagt man halt, meine Dependencies sind 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man da mal genau hinschaut, sieht man also, man hat hier seine eigenen Module oder seinen eigenen Code geschrieben, dann hat man seine Dependencies deklariert im Build-File. Das, was der Architekt oder der Entwickler, die Entwicklerin im Build-File sieht, sind die First-Level-Dependencies. Das sind die Bibliotheken, gegen deren Schnittstellen man programmiert. Super, die kennt man auch, ja, die hat man ja ausgewählt. Wenn man da mal genau hinschaut, ich wünschte, ich könnte das hier visualisieren, ja, aber man hat hier so ganz oben, hat man so eine dünne Schicht von eigenem Code, darunter eine etwas dickere Schicht an Bibliotheken, die man nutzt, und darunter ist der Eisberg, weil diese First-Level-Dependencies natürlich eigene Dependencies haben, die dann aus Sicht des Programms oder des Herstellers Second-Level, Third, Fourth, Fifth-Level Dependencies. Das ist ein Riesengraph, der sogenannte Dependency Graph, der darunter steckt. Und so mal Proportionen zu nennen: für ein Modul im eigenen Code hat man vielleicht 10 direkte Dependencies und 100 weitere Dependencies darunter. Ja. Ein gutes Bildsystem kann das auflösen, aber es kann es nur auflösen mithilfe von Package-Managern, kann es nur sagen, dieses Paket wird jetzt nachgeladen. Wenn man das nicht könnte, könnte man kein Binary erzeugen, könnte man kein Produkt produzieren, technisch. Die Liste dieser Komponenten ist dann die Stückliste, also wenn man den Graphen nennt, also idealerweise ein Directed Acyclic Graph, ein gerichteter, nicht zyklischer Graph, meistens ist er dann doch zyklisch, aber kann man hoffentlich auflösen. Wenn man diesen Graphen flach klopft, kommt halt die Liste bei raus, das ist die Stückliste. Und bevor wir jetzt überhaupt über Sicherheitslücken reden können, muss man festhalten, das ist wichtig für Softwarehersteller, sofern es noch nicht durchgedrungen ist. Diese Stückliste ist inzwischen weitgehend ein Prüf-Item. Diese Stückliste wird von Kunden eingefordert. Also Kunden wollen wissen, welche Komponenten verbaut sind. Das ist in den USA per Executive Order der vorigen Regierung verpflichtend gewesen, eine Stückliste auszuliefern, wenn man an US-Ministerien verkauft. Ist noch nicht ganz so verpflichtend über den Cyber Resilience Act in der EU jetzt, aber im Endeffekt haben schon immer die Hersteller in großen Softwarelieferketten angefordert von ihren Lieferanten: Sag mir, was in deinem Code verbaut wird. Gib mir die Stückliste. Häufig schon
gib mir die Stückliste, bevor du überhaupt deine Software bei mir ablieferst, weil wir wollen die unterschiedlichsten Dinge prüfen. Ursprünglich war das dann nur, dass die Lizenzen funktionieren, dass da keine Copyleft-Lizenz dabei ist. Und heute, um endlich zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, sorry. Das ist alles gut. Natürlich. Sehr spannend, ist alles gut. Um zu tracken. Ja, ich rede so lange. Ja, dumme Professoreneigenschaft. Ich wünschte, ich könnte das abstellen. Kannst mir gerne ins Wort fallen. Heute natürlich, um dann zu wissen, was verbaut wurde bei einer Software, die man vielleicht manchmal ja auch selbst betreibt im eigenen Rechenzentrum, was da verbaut wurde, um dann zu sehen, was die Sicherheitslücken in dieser verbauten Software sind. Das ist übrigens ein Markt oder ein existierender Markt, denke ich auch schon, für Anwender von Software, diese Stücklisten zu laden und zu monitoren, zu beobachten, ob da nach Inbetriebnahme Sicherheitslücken bekannt geworden sind für die Open-Source-Komponenten, die verbaut wurden in den kommerziellen Produkten, die man da hat. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso ist das mein Problem? Das soll mir der Hersteller sagen. Das wäre natürlich ein bisschen fahrlässig, ja? Weil wenn ich eine Bank bin und ich betreibe da ein Produkt eines Herstellers und da ist eine Open-Source-Komponente, Log4j oder Log4Shell mit einer schwerwiegenden Sicherheitslücke und jemand nutzt die aus, dann kann ja noch so drauf rumreiten, dass als Bank, dass das ein Hersteller dahinter steht, aber es sind meine Kundendaten, die da gerade auf dem Schwarzmarkt verfügbar geworden sind. Nicht? Also jeder Endanwender muss eigentlich monitoren, was da verbaut wurde. Natürlich, das Beheben des Problems geht dann an den Hersteller zurück, aber man muss trotzdem ja erstmal schlimmstenfalls die Software abschalten, wenn sie ein signifikantes Einfallstor der Welt da draußen anbietet. Also man muss eine Stückliste haben. Diese Stückliste ist überhaupt nicht einfach zu erstellen. Trotz Bildsysteme können wir auch noch besprechen. Und wenn man die Stückliste hat, muss man dann halt beständig überprüfen, sind neue Sicherheitslücken bekannt geworden, um dann entsprechend zu reagieren. Mhm. Gibt es denn da Tools, du hast es gerade so kurz schon angesprochen, die mir da in diesem Bildsystem auch helfen? Ja, danke schön. Ja. Wir entwickeln so eine schöne Software. Im Augenblick noch nicht Open Source, aber man können die Leute gerne mal anschauen. SCAtool.com, SCA wie SCA. Das liegt daran, dass SCA steht für Software Composition Analysis, ist auch der Kategoriename, meint genau solche Software, die erstmal analysiert, was dann in einem Produkt verbaut wurde. Also wir machen das auf Bildsystemebene, absehbar auch auf Binärebene. Man kann über Software Composition Analysis halt die Stückliste bestimmen. Und dann kann man zusätzlich monitoren, was dort verbaut wurde. Also die ganzen Open-Source-Tools, SCA-Tool, aber auch kommerzielle Anbieter wie Black Duck, FOSS-ID und so weiter. Diese Hersteller bieten ursprünglich Analysewerkzeuge an, um den Lizenzen zu genügen, aber zunehmend eben auch den Sicherheitsherausforderungen zu begegnen. Da gibt es ja schon einen reger Markt, aber da ist viel in Entwicklung, weil die Anforderungen aus regulatorischer Sicht, EU, BSI und so weiter, sind beständig im Wachsen. Ja? Jeden Tag wird es anstrengender. Ja, jetzt ist es ja manchmal so, also gerade wenn jetzt so Sicherheitsprobleme auftreten, die Software ist im Einsatz und man findet eine Komponente Open Source, da ist jetzt irgendwas passiert. Wie gut funktioniert denn da die Fehlerbehebung jetzt auch wieder in Bezug ein bisschen auf die Lizenzen oder die ursprünglichen Entwickler, sind die noch da oder erreichbar oder sowas? Mhm. Was ist da so deine Erfahrung? Ist das etwas, kriegt man ganz gut hin oder ist das etwas, was dann, da ist dann echt Polen offen sozusagen? Naja, also man muss sich das vorstellen wie eine lange Lieferkette. Also wir kennen ja physische Lieferketten, wenn in deinem Supermarkt was ankommt, da gab es mal Hersteller und Lieferanten, bis da ein Produkt draus geworden ist. Das ist bei Software im übertragenen Sinne ähnlich. Da gibt es Software, die wird in Software verbaut und man muss im Endeffekt zurückgehen. Ja?
Das Unternehmen, das vielleicht einen Webdienst anbietet, ist sozusagen der letzte Schritt vom Endkunden, wo dann auch die konkreten Daten liegen. Und davor sind Softwarelieferanten. Dann können die kommerziellen Kunden, die können sich an ihre kommerziellen Anbieter wenden und die müssen dann schlussendlich die Probleme beheben. Wie gesagt, ich würde nicht einfach an die Lieferanten alles abschieben, sondern man ist ja selbst in der Verantwortung. Aber natürlich will man die Reparatur oder die Problembehebung, wenn man dann schon zahlt, auch über die Verträge an die Lieferanten weitergeben. Irgendwann in dieser Lieferkette wechselt man halt von kommerziellen Anbietern, die etwas verkauft haben, eine Software verkauft haben oder einen Dienst verkauft haben, in die Open-Source-Welt, wo dann die Anbieter einfach nur Open-Source-Komponenten verwendet haben. Die Open-Source-Lizenzen, unter denen die Anbieter diese Software, die Open-Source-Software nutzen, sagen natürlich erstmal, keine Garantien, keine Gewährleistung und lieber kommerzielle Nutzer oder lieber Nutzer allgemein ist dein Problem. Und das hat sich ein bisschen gewandelt und da ist auch noch viel im Fluss, weil tatsächlich der Cyber Resilience Act in der EU verlangt, dass auch Open-Source-Projekte einer bestimmten Qualität, die produktähnlich ist, tatsächlich auch eine Verantwortung haben dafür, dass dann Fehler erkannt und zügig behoben werden. Das trifft jetzt meinem Verständnis nach nicht das individuelle Hobbyprojekt auf GitHub, aber es trifft schon große Softwarekomponenten, wie sie zum Beispiel von Open-Source Foundations entwickelt werden. Und die müssen sich entsprechend kümmern. Und da gibt es jetzt ein Konzept des Open-Source Stewards, der sich kümmern muss und so weiter. Ändert alles nichts daran, dass es immer, dass der schwarze Peter, ja, schwarze Peter, ich hoffe, dass das Problem schlussendlich immer beim Letzten in der Lieferkette anfängt. Ne? Und der kann dann sich versuchen zu behelfen, aber auf den die Kunden mit dem Finger zeigen, der ist immer der letzte Held, der das Problem hat. Ja? Und dann muss das halt zurückgeben in die Lieferkette, aber trotzdem bleibt er verantwortlich. Und das kann natürlich auch eine gewisse Zeit dauern. Ne? Also ich meine, das sind ja manchmal diese Ketten, da bis man das mal durchdrungen hat. Ne? Und selbst dann muss ja die Komponente dann auch nochmal dann angepasst werden, getestet werden und wieder zurückgeführt werden bis nach vorne. Ja. Ne? Also es fließt eigentlich in beide Richtungen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass Bekanntwerden zum Beispiel einer Lücke in einer Open-Source-Komponente, einer Sicherheitslücke in einer Open-Source-Komponente, beginnt ja eigentlich in der Open-Source-Welt. Soll heißen, die Open-Source-Welt oder die Entwicklerinnen einer Komponente haben hoffentlich auf einem privaten Kanal erfahren, da gibt es ein signifikantes Problem. Und das Problem wird erst dann offengelegt, wenn auch schon der Bugfix da ist. Soll heißen, die Open-Source-Komponente hat dann meistens, oder die Entwicklergemeinde der Open-Source-Komponente hat dann meistens ihren Job schon getan. Aber von da aus muss es halt in die Produkte fließen. Soll heißen, in der Supply Chain ist die korrigierte Komponente am Anfang da. Aber schon der nächste Nutzer und so weiter muss dann ja ein Update durchführen, sich von Upstream muss sich halt diese Komponente dann holen. Das wird halt sehr schnell sehr schwierig. Eine Komponente, okay, aber die Komponente hatte weitere Dependencies. Vielleicht ist sie nicht kompatibel mit den anderen Dependencies. Also man muss dann halt so einen Fluss an korrigierten Komponenten haben über mehrere Schritte in der Lieferkette bis ins kommerzielle Endprodukt. Das ist mühsam, das kann tatsächlich auch länger dauern. Und es gibt viel Software, die im Betrieb ist, die entweder reine Open-Source-Software ist, wo es dann niemandem auffällt. Also idealerweise sollte es den Betreibern auffallen, aber wenn es keinen kommerziellen Anbieter gab, meldet sich auch vielleicht niemand. Und es gibt natürlich auch abgekündigte Software. Es gibt jede Menge Software, für die von Unternehmen genutzt werden, für die keine Wartungsverträge mehr vorliegen. Da muss man sich dann auch gewahr werden, dass hier Probleme vorliegen. Wobei der Cyber Resilience Act übrigens, schockschwere Not, den Unternehmen nahelegt, also wie hart das ist, weiß man noch nicht so ganz, aber erstmal steht da, auch für abgekündigte Software ist man zuständig. Ja, man hat also keinen Wartungsvertrag mehr mit dem Kunden, aber trotzdem muss man mindestens Bescheid geben, gegebenenfalls reparieren.
Software, für die gar keine Lizenzverträge mehr vorliegen. Also da ist viel an, vielleicht auch noch im Unreinen, habe ich manchmal den Eindruck, was von der EU, von den Vorgaben zu Cybersecurity auf die Hersteller zukommt, das geklärt werden muss, ja. Wo man neue Workflows und Praktiken einführen muss. Sehr spannend. Wenn ich jetzt jemand, der den Podcast gerade hört oder sieht, sagt, okay, mit dem Thema Open Source möchte ich mich jetzt da ein bisschen mehr auseinandersetzen in meinem Umfeld, weil ich weiß gar nicht, was ich da so laufen habe und vielleicht sollte ich mir das mal anschauen. Was würdest du den raten, die ersten 2, 3 Anlaufstellen, wo man sich beginnen kann, mit dem Thema intensiver zu beschäftigen? Wie Open Source an sich funktioniert? Also generell, wenn ich jetzt weiß, wir haben vielleicht irgendwelche Komponenten bei uns, aber ich weiß gar nicht so genau was und wie und da mal zu überlegen, wie sind die Lizenzen und solche Sachen. Was würdest du denn da so, gibt es da so Anlaufstellen oder wo man mal schauen kann? Also es gibt sicherlich von den staatlichen Stellen zunehmend Informationsbroschüren, die aber sehr allgemein gehalten sind. Wie gesagt, es ist sehr viel im Fluss. Ich hätte jetzt gedacht, du fragst nach dem Standardbuch. Das gibt es leider nicht. Ich will es aber mal schreiben, aber leider ist das wird zunehmend so groß, dass das alles nicht mehr in ein Buch passt. Gibt ein paar gute Bücher zu Gemeinschafts-Open Source, das klassische Vogel, Fogel, Karl Vogel Book. Aber das ist nur allgemein erklärend. Wenn man sich jetzt anschauen möchte, was bei einem läuft, es gibt keine Software, wir haben Fördermittelantrag dazu laufen, aber es gibt keine Software, die einfach mal in dein Rechenzentrum oder in dein Netzwerk schaut und dir eine große Stückliste erstellt. Ja, wäre sehr wünschenswert, gibt es aber nicht, ist auch natürlich entsprechend kompliziert. Ja, wo fängt man an? Ist eine gute Frage. Du brauchst ein Inventar der Software, die du so betreibst, musst im Zweifelsfall von Hand machen. Dann musst du pro betriebene Software versuchen, die Stückliste zu eruieren, irgendwo herzubekommen. Wie gesagt, es gibt keine gute Software, die dir das einfach so erstellt, schon gar nicht auf Binärebene. Scartool.com versucht's. Aber das muss man erstmal anwenden. Es gibt keine einfache Lösung dafür. Ja, also es ist viel händische Arbeit. Die meisten Unternehmen haben überhaupt noch niemanden, der für Open Source zuständig ist. Ja. Also da gibt's viel zu tun. Und was meinst du, also wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, ich meine, du bist ja jetzt gerade im Silicon Valley, du bist ja am Puls der Zeit sozusagen. Wenn du da so schaust, gibt es denn irgendwelche Trends in dieser Open Source Schiene, wo du sagst, das wird spannend die nächsten Jahre? Also erstmal, mein Puls ist eher im Keller, weil ich sitze hier in so einem amerikanischen Haus, das ungemein fußkalt ist. Ja, habe hier zwar warme Puschen, aber gibt da ja keinen Keller und nur so einen kalten Kriechraum und so warm ist das ja nicht, wenn man so Kalifornien denkt. Ja. Aber nein, also der Staat hat es verstanden. Ja, also es gibt einfach sehr viel Fördermittel zu Cybersecurity und Open Source Software. Ich denke, die Werkzeuge werden besser. Wie gesagt, das, was wir so machen, es gibt Open Source Software, es gibt kommerzielle Software, die bringt das schon voran. Aber das ist viel harte Beinarbeit, die ansteht. Da gibt es keine einfache Lösung. Also das ist auch nichts, wo KI oder AI, was man ja heute hoffen würde, einem so einfach Lösungen bringt. Es gibt, da muss man wieder einen Schritt zurückgehen, einfach viel Aufräumbedarf. Ja? Jetzt habe ich so gesagt, naja, man muss halt diese Stückliste erstellen. Ja, wenn das so einfach wäre, also wie gesagt, wenn man eine Software baut von Bildfiles, Bilddateien, dann kriegt man so einen Abhängigkeitsgraph und das sind die groben Komponenten. Damit ist jetzt noch nicht herausgefunden, und wie will man das auch, dass da jemand von Stack Overflow irgendwie einen Algorithmus reinkopiert hat, der bekanntermaßen einen Bug hat. Ja? Also das gibt's ja. Und der steckt dann mitten im Code in irgendeiner Open-Source-Bibliothek und wird als solcher nicht mehr erkannt, ist aber nutzbar. Also da gibt es das Problem aus Sicherheitssicht, dass gar nicht bestimmbar ist, wo denn so
potenziell bekannte Bugs sind, bis sie dann mal für die konkrete Open-Source-Komponente bekannt werden. Dann gibt es das Problem, dass die Metadaten zu Lizenzen für die Open-Source-Komponenten überhaupt nicht stimmen. Ja, was so ein Paketmanager dir sagt, das ist eine MIT-Lizenz, stimmt im Zweifelsfall nicht. Das ist halt GPL-lizenzierter Code, also Copyleft-lizenzierter Code mittendrin. Das passiert locker. Die Metadaten sind ausgesprochen schlecht. Was die Industrie versucht, das macht ja auch Sinn, ist an der Quelle diese Probleme zu beheben. Soll heißen, dieses Inventar, die Bestandsaufnahme, was ist denn da an Daten zu liefern für eine Komponente, durch eine gewisse Professionalisierung in die Open-Source-Projekte zurückzutragen. Also bisher war es so, dass jeder Hersteller sich die Open-Source-Komponenten, bevor sie verbaut wurden in Produkten, genau angeschaut hat, ein Review gemacht hat, eine Abnahme gemacht hat, die Metadaten zu, welche Lizenzen sind da wirklich drin versus was steht außen drauf. Ja, Beschriftung ist nicht gleich Inhalt. Das alles von Hand auszuführen, was aber natürlich schwachsinnig ist. Das sollte eigentlich vom Open-Source-Projekt selbst kommen. Nur haben halt viele Open-Source-Entwickler, Entwicklerinnen dazu keine Lust, ja. Aber zunehmend, aber es muss ja an der Quelle gemacht werden. Also es ist ja dämlichst, dass die unterschiedlichsten Hersteller redundant den Linux-Kernel seinerzeit license gecleared, also analysiert haben im Detail. Ja. Das muss man einmal machen, das müsste reichen, statt hunderte Male oder tausende Male parallel. Also da gibt es viel aufzuräumen, gibt auch diverse Initiativen von der Linux Foundation, Eclipse Foundation, das auf unterschiedlichsten Ebenen zu tun. Und man ist da auf dem Weg, aber es wird viele Jahre dauern. Ja, bleibt noch ein bisschen was zu tun, ja. Ja, reichlich. Ja, ja, Dirk, vielen lieben Dank für deine Einsichten, deine Einblicke hier in diese Thematik. Das fand ich sehr spannend. Ich glaube, wie ich es am Anfang gesagt habe, oft ist man sich dessen gar nicht bewusst, was man da so an Code einfach auch so in seinen ganzen Systemen drin hat. Und ich hoffe, der eine und die andere guckt da jetzt mal drauf und schaut mal, was da so drin schlummert und geht da auch in die Richtung, da aufzuräumen und das besser zu machen. Ja, also wenn ich da noch was dazu sagen darf, im Endeffekt muss eine Professionalisierung bei den Anwendern stattfinden. Dafür wollen wir und andere Tools bereitstellen. Die Komplexität des Ganzen habe ich ein bisschen in meinem OOP-Vortrag dargestellt, aber um es nochmal zu sagen, man braucht diese Stückliste, die kann man nur noch mit Werkzeugen erstellen, aber die Stückliste ist eine Kaufanforderung von Kunden geworden, also man muss eine SBOM haben. Man sollte genau nachschauen, welche Lizenzen der Open-Source-Komponenten sind denn da wirklich vorhanden. Jenseits der Beschriftung muss man in die Pakete reingucken, dass das stimmt, weil man sonst Software verbaut, die mit dem eigenen Geschäftsmodell nicht zusammengeht. Das ist die sogenannte gute Open-Source-Governance, die man braucht. Dann muss man bei der Auslieferung sich an die Lizenzen halten. Das heißt zum Beispiel korrekte Rechtsvermerke zu erstellen. Das ist der Stand in der Industrie ist nicht da. Eine Webseite, die JavaScript-Code ausliefert, stellt eine Distribution dieses JavaScript-Codes dar und für diesen JavaScript-Code muss man Rechtsvermerke generieren. Das macht praktisch niemand. Ich erwarte da eine ziemlich markante Abmahnwelle irgendwann. Ja, und schlussendlich braucht man diese Stückliste. Also die Stückliste ist wirklich eine zentrale Datenstruktur geworden, um zu tracken, wo Sicherheitslücken bekannt geworden sind. Das sind die 4 großen Anforderungen, die sich aus Open-Source-Software ergeben. Kann man sich unter scatool.com mal anschauen, da haben wir das schön zusammengefasst, was das bedeutet an Funktionen, die man so gerne hätte für unterschiedlichste kommerzielle Werkzeuge. Super, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, damit man da auch schnell rankommt. Dirk, vielen lieben Dank. Ich sende dir liebe Grüße in Silicon Valley. Ich wünsche dir dort noch eine tolle, inspirierende Zeit und tolle Netzwerke und tolle Arbeit, die du da noch machen kannst. Finde ich toll, dass du da auch... Ja, danke dir. Ich wünschte, ich könnte dir Wärme zurückschicken, so mal ein bisschen Sonne eintüten, aber das ist keine Sonne, außer diese leicht blendende Reflexion. Aber es wird ja besser. Wird ja besser. Genau. Gut, und falls jemand gern zu kommerziellem Open Source arbeiten möchte oder Open Source Software
in Startups umsetzen möchte, sind Sie bei mir richtig, sollen Sie sich melden, unterstütze ich liebend gern. Ja, auf Super. Doktorandenebene und allgemein. Ja, das ist Dir auch vielen nochmal Dank, spannend. Da Richie, machen für wir den die Kontakt auch nochmal mit rein von dir und wer weiß, wer da zusammenkommt. Ich wäre danke dir super. schön und wünsche dir alles Gute, ne? Ja, schöne Grüße zurück.